Im letzten Livestream haben wir ordentlich Gas gegeben hier auf der asiatischen Map und haben die Reisfelder fertig gemacht, beziehungsweise die Reisfelder wachsen. Und zusätzlich habe ich zu diesem riesen Grundstück hier noch ein weiteres Feld angelegt. Hier hinten ist noch wahnsinnig viel Platz und hier existiert jetzt ein weiteres Feld auf unserem Grundstück. Und das ist ja der absolute Burner, ne? Ich sage dir, ich bin hier drüber gefahren mit dem Flug und guck dir das an. Ein Riesenfeld, einfach extra auf unserem Grundstück, was man hier schon hat. Hier ist einfach nur alles Grasfläche. Man sieht da vorne natürlich so ein paar Wege, die noch hochgehen und so. Alle weggemacht. Hier könnte man wahrscheinlich sogar noch einen Streifen mehr hinmachen. Aber ich lasse hier mal so ein bisschen Platz, damit man hier vielleicht doch nochmal langfahren kann. Also hier das gesamte Feld, eine riesen Fläche, richtig cool. Und das Ganze geht eben bis hier unten hin, bis auf die Straße. Ich weiß gar nicht, wie ich die Straße da wieder korrigieren soll. Man kann tatsächlich die Straße wegpflügen, das ist ein bisschen weird. Aber im Großen und Ganzen ist das Feld hier komplett eingesät. Ist natürlich hier mit den Bäumen ein bisschen tricky. Vielleicht mache ich die doch noch weg. Andererseits sieht es auch immer ganz schick aus, wenn da so ein Baum noch mit auf dem Acker ist. Also hier muss ich mal gucken. Das ist mal ein riesen Acker extra. Und wenn man sich das anschaut, hier, da haben wir das. Guckt euch das mal an, was das Fläche ist. Ackerfläche ohne Ende. Das sind quasi diese beiden Felder nochmal nebendran, die man eben hier auf diesem Feld eigentlich hat, ne? Also wenn man sich das auf der Map anschaut und ich zoome nochmal eben ran, das hier unten, Feld 31, das ist ja hier diese Area. Ja, und wie gesagt, hier unten einfach zusätzlich nochmal richtig viel Ackerfläche. 1,39 Hektar hat die gesamte Area. Und das hilft natürlich hier, damit wir unseren Betrieb ordentlich pushen können. Hier kann ich jetzt allerdings kein Reis anbauen, denn die gesamte Fläche ist extrem steil. Das heißt, wenn wir hier stehen, man sieht das natürlich ganz gut, hier geht es extrem steil runter, auch da hinten schräg runter, heftig. Ich wollte hier eigentlich Reis anbauen, geht nicht, also habe ich Reis hier oben jetzt angebaut. Das Feld ist jetzt zu einem Reisfeld gemacht worden. Auch hier bin ich nochmal komplett drumherum gefahren und habe hier die Fläche nochmal vergrößert, bis an die Straße ran, bis an die Ränder. Hier sieht man es jetzt, hier ging das leider nicht anders. Hier ist so ein kleiner Überschnitt. Wir gucken uns das gleich nochmal an. Weil das jetzt auch ein Reisfeld ist, hat das leider nicht anders gepasst. Aber egal, riesen Reisfläche. Das heißt, demnächst habe ich jetzt 1, 2, 3, 4 große Reisfelder hier. Und auf die beiden anderen, also 28 und das, was ja hier 31b sozusagen, sieht ja auch fast aus wie so ein liegendes B, da kommt dann jetzt Soja drauf. Jetzt müssen wir natürlich schauen, dass wir fürs Soja abernten natürlich auch noch die passende Jahreszeit haben. Und fürs Reis abernten, und zwar dem Langkornreis, der auch noch ein bisschen mehr Cash bringt, dafür gehen wir jetzt in den nächsten Monat. Es sieht aber im Großen und Ganzen alles schon mal richtig nice aus. Wie gesagt, hier ist jetzt das zweite Feld, auch komplett angefangen. Ja, wie gesagt, dann auch hier vorne eben angefangen, also an dieser vorderen Kante. Wenn man eben mit dem Reissetzen anfängt oder mit dem Feld, als dass man hier anfängt, dann ist hier vorne auch direkt die Pumpe. Und dann eben hier einmal schön Stück für Stück die Kanten abgehen, die Rundung abgehen. Das kann man alles einzeln schön anklicken. Man sieht hier immer diese geraden Linien, ne? Und dann hat man hier einmal das komplette Feld als Reisfeld. Riesen Reisfeld auf jeden Fall nochmal. Ja, und auch hier sieht man das ganz gut. Das hier ringsherum ist alles Bonusfläche. Mit dem Flug einfach nochmal ein bisschen mehr Land rausgeholt hier. Bedeutet einfach nochmal größere Felder. Und hier, wie gesagt, kommt dann Soja drauf. Und hier hinten kommt auch Soja drauf. Und dafür brauche ich dann halt alles. Und natürlich brauchen wir die richtige Jahreszeit. Also ich gehe jetzt erstmal rüber in die nächste Jahreszeit. Und da sind wir jetzt auch schon in der Jahreszeit. Und jetzt können wir, Reis abernten. Also fahre ich auch direkt hier mit dem großen Reisernter hin.
Mit dem großen Drescher. Ja. Und dann geht das ja jetzt hier auf die großen Felder. Wir brauchen ja jetzt nicht mehr diesen kleinen Drescher, sondern können jetzt, ich hoffe, das ist richtig, ne? Wir sind im September, ja, und können jetzt hier Massen an Reis abernten. Das ist halt richtig nice. So, nochmal eben hier vorne hin. Wir gucken nochmal eben. Das sieht auch gut aus. Erntereif. So soll das, der Langkornreis. Ja, das ist eigentlich ganz easy, ja, und eigentlich auch ganz chillig. Ich hatte ja ein extra Video gemacht zum Langkornreis, ein kleines Tutorial, was man machen muss, was man beachten muss. Also zwischendurch einfach mal immer wieder gucken, dass das Feld unter Wasser steht. Und ansonsten hat man es dann eigentlich auch schon. Und dann kann man schon easy peasy hier Langkornreis ansetzen. Und vor allem, ich finde den deutlich einfacher eben auch zu bearbeiten. Ne? Zum einen natürlich hier mit dem Drescher einfach langfahren. Nicht mit dieser kleinen Erntemaschine. Hat ja auch was, ne, diese kleine Erntemaschine. Aber ich meine, wenn man hier mal eben schnell mit dem größeren Gerät lang fährt oder irgendwann mit einem noch größeren Drescher, dann ist das natürlich easy gemacht. Und wie gesagt, auch preislich. Ne? Also ich muss sagen, bisher preislich, auch bei diesen verarbeiteten Produkten später, der Langkornreis bringt einfach mehr. Von daher gehen wir da einfach diesmal voll rein und das nächste Aussehen und ähnliches, das machen wir ja dann auch, wenn es ein paar Monate weitergegangen ist hier. Dann geht es auch mit dem Soja weiter. Aber so von der Menge her, ertragsmäßig auch, sieht das schon alles ganz gut aus. Ja, ich ziehe einfach mal jetzt hier so durch. Die Rundung mal eben hier alle mitnehmen. Jawohl. Ja, so macht das Bock, ey. So macht das Bock. Und ich hatte im Livestream jetzt die Tage, hatte ich auch schon gesagt, Mann, man kommt irgendwie gar nicht aus dem Quark hier. Also auch hier bin ich immer noch gar nicht so richtig profitabel, weil das Ganze eben hier immer noch schwierig ist. Also man muss tatsächlich immer ein bisschen weiterkommen in den Monaten. Vielleicht muss ich einfach ein bisschen mehr skippen. Und ich habe ja auch hier jetzt keinerlei Tiere oder so, die halt konstant Cash bringen. Das Einzige, was konstant Geld bringt, ist die Solaranlage. Die bringt immer so ein bisschen was rein. Aber ansonsten konstant Einnahmequellen, irgendwie, dass da die ganze Zeit Eier reinkommen oder sowas, weniger. Der Honig bringt auch nicht so viel. Die Pilze, ja, sind immer auch so ein paar tausend vielleicht noch extra, aber eben auch noch nicht so richtig viel. Also so richtig auf dem grünen Zweig bin ich mit dem Hof hier noch nicht. Das ist alles noch ziemlich tricky und es läuft noch nicht so richtig rund, sagen wir es mal so. Also da fehlen einfach noch die großen Einnahmequellen und deswegen hoffe ich, dass das jetzt hier mit dem Reis und mit den ganzen Reisfeldern, dass das jetzt so ein bisschen effektiver alles wird. So. Und dass man dann hier, ja, zumindest mit dem Reis abernten hier dann schon mal eine richtig gute Einnahmequelle hat. Und ich habe eben auch überlegt, bevor ich das jetzt hier nochmal einsehe, die Felder nochmal größer zu machen. Ne? Man sieht ja jetzt hier links von mir wahnsinnig viel Platz. Und das ist ja eigentlich vergeudete Fläche. Ne? Das kann doch alles Reisfeld sein. Also warum nicht da dann einfach nochmal mehr mit dem Pflug, mal eben so einen Pflug ausleihen. Und ich muss auch sagen, so ein kleiner Pflug ist auch gar nicht so schlecht, der dann nicht so riesig lang und groß ist, sondern ruhig ein bisschen kleiner. Damit kommst du besser in die Ecken mit dem kleinen Pflug und kannst dann vielleicht sogar noch mal besser, ein bisschen feiner das Feld bearbeiten, das Feld vergrößern und dann lübt das doch so ganz gut. So, guck mal hier, da haben wir jetzt schon 38%. Das schmeckt. 31.000 Liter Reis schon. Krass. Krass. Passt das? Ne, da muss ich nochmal nachfahren. Lieber alles richtig. Man hat das immer noch tatsächlich, dass man eben lang fährt, dass die Pflanzen manchmal nicht mehr angezeigt werden. Aber trotz allem sind sie noch da sozusagen. Also sie sind quasi optisch nicht mehr zu sehen oder optisch einfach nicht mehr da. Aber sie stehen da eigentlich noch und die Ernte ist davon quasi dann noch nicht abgepflückt. So. Haben wir es doch. Also erste Ladung.
Das sieht gut aus. Hochfahren damit. Und ich fahre das direkt ins Silo, bevor ich dann zum nächsten Feld weiterbretter. So, nu. Aber so gerade in die Ecke reingeballert. Jawollo. Mann. Raus damit. Alles ab ins Silo. Und dann muss ich später gucken, wie ich das verteile. Erstmal sammle ich jetzt alles rein hier an Reis. Und dann können wir immer noch gucken, was ich damit mache, was ich verkaufe und was ich dann direkt weiterverarbeite. So. Erstmal wieder zurück zum nächsten Feld. 2 Felder haben wir noch abzuernten. Ja, so macht das Bock. Also, wenn dann alles da ist und man kann auch was tun und man kann schön abernten, dann läuft das Ganze doch. Alter, ist das nebelig hier, ne? Krass. Und na klar, überholen wir eben hier. Ja. So, jetzt geht's hier unten zu dem nächstgrößeren Feld. Da ziehen wir durch. Ja, der erste kleine Honig ist auch da. Sehr gut. Und dann geht das gleich hier schön weiter. So. Erstmal wieder in Position. So. So, legen wir nochmal los hier mit dem nächsten Feld. Ich mache natürlich auch hier erstmal ein bisschen Vorgewende, denn das ist natürlich bei den Reisfeldern immer ein bisschen tricky, dass man hier immer kurz vorm Abgrund steht. Und das will man natürlich nicht. So, jetzt gucken wir mal. Ich ziehe jetzt hier einmal ein bisschen durch und dann gucken wir mal, dass wir danach noch das nächste Feld haben. Und wie viel dann dabei rumgekommen ist. 2, 3 komplette Felder mit Langkornreis. So, und damit haben wir hier das letzte Feld auch gleich fertig. Das passt doch. Schon über 5000 Liter wieder drin. Und damit sind alle 3 Felder erledigt. Langkornreisernte abgeschlossen. Ja, und jetzt gucke ich tatsächlich gleich nochmal, dass ich, oder ob das überhaupt geht, alle Felder nochmal zu vergrößern. Wahrscheinlich geht es nicht. Wahrscheinlich muss ich jetzt so ein Reisfeld nochmal komplett umbauen. So, mal eben heben und wegfahren. Also das heißt, man muss es einfach nochmal neu setzen, ne? Damit man eben auch die komplette Fläche hier als Erntefläche dann eben auch verwenden kann. Ja, den Bereich hier auch noch und so. Also das gucken wir uns auf jeden Fall gleich nochmal an. Denn diese breiteren Felder hier, das ist schon nicht so schlecht. Die nehmen wir natürlich gerne alle mit. So, kommen wir hier rum. Kommen wir, hervorragend. Die extra Quadratmeter können wir gebrauchen. So, raus damit. Und da fließt er schon raus. Die nächsten 5000 Liter. Geht das so? Fließt er noch? Er fließt noch, sehr schön. Sehr schön. Langkornreis haben wir hier. Da haben wir es stehen. Also hier haben wir noch 1000 Liter ungefähr drin. Und hier im Silo ist noch ein bisschen Raps drin. 4000 Liter Raps. Und jetzt sind es 8800 Liter Langkornreis. Ist ganz okay. Ist ganz okay. Ist jetzt noch nicht so der absolute Oberhammer. Wenn wir den so verkaufen, was wir ja nicht machen, warte mal eben schauen, Langkornreis, da ist er. Naja, doch. 1600, bringt auf jeden Fall schon mal mehr als zum Beispiel Weizen. Weizen liegt dann ungefähr bei 1200. Zum Bestpreis hier bei der Ölmühle. Reis in die Ölmühle. Reisöl ist ja auch crazy. 1700 bei der Ölmühle. Und das noch nicht mal hier zum Toppreis, aber nahezu, ne? Also das ist auch schon mal nicht verkehrt. So, das Teil kommt erstmal zur Seite. Und jetzt gucke ich mir das nochmal eben an, wie das denn und ob das denn klappt, dass man hier vielleicht so ein Feld, so ein Reisfeld nochmal abreißt und das dann nochmal neu ansetzt. Geht das überhaupt? So, ich bin hier im Baumenü. Abrissmodus aktiv. Willst du das Reisfeld entfernen? Ja. Ah. Ja, cool. Okay. Ja, das ist doch nicht schlecht. Das ist doch nicht schlecht.
Hier jetzt auch die Wasserpumpe. Jawollo. Und dann werde ich das jetzt gleich hier schön nochmal alles vergrößern. Und dann die Reisfelder im Anschluss. Perfekt. Auf jeden Fall jetzt am Rand überall nochmal deutlich mehr hier mit dem Flug langziehen, damit wir die Reisfelder dann im Anschluss nochmal deutlich größer auch gestalten können. So, ich habe mir gerade hier für 816 einen Pflug gemietet. Und zwar den zweitkleinsten Pflug. Der ganz kleine hat nur eine Breite von 1,2 Meter. Das ist dann doch vielleicht ein bisschen zu sehr eine Qual. Aber das Teil hier ist doch gar nicht verkehrt. 2, noch was Meter. Damit kann man doch noch mal so einigermaßen schön jetzt auch die Reisfelder vergrößern. Und das machen wir jetzt. So, und da sind wir auch schon. Also, das hier ist die Ackerfläche. Und die machen wir jetzt einfach ein bisschen größer. Also, zuvor das Reisfeld abgerissen. Und jetzt vergrößern wir hier die Ackerfläche. Also fangen wir vielleicht einfach mal hier so in der Area an. Wir müssen gucken, Feld erstellen zulassen. Wenn wir das absenken, passiert da schon was? Ja, es passiert was. Das wollen wir hier erreichen. Also schön gerade Bahn durchziehen. Und das Ganze müssen wir gleich natürlich auf einer anderen Seite hier auch noch machen, damit wir da nicht abstürzen. Nochmal eben kurz anheben. Und ich setze das direkt daneben auch nochmal. So. Damit wir hier schön auch maximale Fläche bekommen. Also hier nochmal schön daneben gesetzt. Ja, perfekt. Perfekt, perfekt. Und jetzt sollte das natürlich so einigermaßen gerade sein, damit das einfach ein bisschen schick aussieht auch. Dann passt das doch. So, nicht zu weit. Wir wollen hier nicht abstürzen. Aber das ist doch schon mal nicht so schlecht. Da haben wir doch schon mal einiges mehr an Fläche. Und das Ganze machen wir natürlich jetzt hier in der Area auch. So, einmal hier schön bis da unten hin. Jawohl. Ja, perfekt. Und jetzt ziehe ich hier einmal durch. Ja, so. Ja, genau so. Perfekt. Und wenn das gleich nicht wunderbar schön geradlinig ist, ist das gar nicht so tragisch. Denn am Ende geht es ja darum, da kommt ja dann nochmal dieser Rahmen sozusagen für das Reisfeld, kommt da ja auch noch hin. Und den müssen wir ja einmal gleich im Kreis ringsherum nochmal setzen. Und deswegen ist das gar nicht so tragisch. So, hier gehen wir auch nochmal runter. Ja. Passt das? Ja, passt. Schön an den Bienenkörben vorbei. Bis zur Straße, Stückchen noch. Aber ich würde sagen, so passt das doch ganz gut. Man braucht tatsächlich ein bisschen Übung damit. Lieber ein bisschen vorsichtiger, als zu grobschlächtig damit umgehen. Das grobschlächtig hatte ich zuletzt ja im Livestream gemacht. Alter Falter, ey. Wie das dann auf einmal aussieht da. Machen wir mal so. Und auch hier wieder absenken. Ja, perfekt. Und jetzt geht es hier aber ein bisschen weiter. Hier nehme ich jetzt nochmal ein bisschen mehr Fläche mit. Jawohl. Hier ist alles tote Fläche sozusagen. Nicht genutzte, ich hoffe, ich komme hier durch. Nicht genutztes Reisfeld. Und das nehmen wir doch mit. Das nehmen wir doch mit. Bis hier. So. Hör mal, was da auf einmal eine Feldfläche entsteht. Das sind nochmal ganz andere Dimensionen hier. So, hier auch nochmal. Jawohl, vielleicht nochmal so ein bisschen hier rüber kratzen. Ja, so ist das natürlich cool. Dann hat man auf einmal deutlich mehr Ackerfläche zur Verfügung. Das müssen wir hier auch nochmal so ein bisschen korrigieren. Jawohl, so ist das doch super. Perfekt. Ja, und so machen wir jetzt hier den Rest auch nochmal fertig, damit das gleich hier komplett auch nochmal gegrubbert werden kann. So, und das ist jetzt das letzte Feld, was auch noch einen schönen extra Rand bekommen hat. Also einen extra Rand, an dem wir ordentlich einsehen und ernten können.
Hier muss ich sogar noch ein zweites Mal gleich lang. Ja, und in manchen Dellen ist es halt so, da hinten sieht man es, dann wird das gar nicht aufgenommen. Jetzt muss ich echt gucken. Es gibt manchmal die Meldung, hier schon wieder, dass dann der Höhenunterschied zu groß ist für so ein Reisfeld. In dem Fall jetzt hier schätze ich einfach mal, dass es nicht zu groß sein wird. So, da ziehen wir hier nochmal gerade. Also das sollte an für sich passen vom Höhenunterschied, weil das Gesamtfeld ja an für sich auch ja schon ein Reisfeld war und das eigentlich von der Höhe her ganz gut passen sollte. So, das machen wir da hinten nochmal eben vor Kopf alles. Und dann sind alle 3 Felder deutlich größer. Das freut mich ja. Was heißt alle 3? 4 Felder und noch ein Bonusfeld, was es vorher gar nicht gab. Das ist natürlich das Allerbeste. So, das nehmen wir hier noch alles mit. Machen das da vorne nochmal ordentlich. So, hier. Und ja, da ziehe ich vielleicht sogar auch nochmal ein bisschen weiter raus. Mal gucken. So, das nehmen wir hier erst nochmal mit. Gleich nochmal langfahren. Aber dass das so ein bisschen einheitlich wird. Und dann kommt da gleich das Reisfeld drauf. Das ist eh das Allerbeste. So, nochmal eben wenden hier. Damit das alles ein bisschen schneller geht, ein bisschen einfacher geht. Zack, zack. Einfach mal kurz die Richtung wenden. Da vorne jetzt diesen Rand, diese Kante nochmal ordentlich machen. Mal gucken, ob wir das hier mit so einer Drehbewegung hinkriegen. Das geht ja auch ganz gut mit so einer Drehbewegung. Aber da muss man eben auch aufpassen. So, jetzt. Und. Jawohl. Das ist auch schon ganz ordentlich. Aber hier gehe ich nochmal so ein bisschen dran. So, jetzt. Und nochmal rum die Bewegung. Ja. So. Dass es so ein bisschen eine schöne, ordentliche Kante hier gibt. So, hier vielleicht auch nochmal kurz so lang. So. Und rum. Siehste. So können wir das doch ungefähr machen. Perfekt, so lasse ich das. Jetzt haben wir hier schön riesengroße Felder. Ich muss damit mal eben zur Seite fahren. Brauchen wir ein bisschen Platz. Und ich gucke nochmal eben. Also, so sieht das jetzt aus. Neben dem frisch angelegten Feld hier nochmal die eigentlichen Feldgrößen, na, ich würde sagen, nochmal fast 50% dazu. Außenfläche, einmal ringsherum. Und hier auch nochmal, hier ist ja richtig noch was dazu gekommen. Also, das ist doch wirklich, wirklich viel. Und da setzen wir jetzt Reisfelder drauf. Ich bin übelst gespannt. Gucken wir mal, wie das denn geht. Gehen wir mal auf den Modus. Da haben wir die Reisfelder. Dann setzen wir hier wieder vorne im Anfangsbereich. Fangen wir mal hier an. Überlappende Objekte. Hier ist das nicht mehr. So. Und hier können wir sogar bis hier hinten hingehen. Jawohl. Und jetzt geht's weiter. Gesperrter Bereich, sagt er hier. Da auch, da nicht mehr. Okay, das heißt, hier müssen wir ein bisschen reinlenken. Und jetzt geht's hier an der Kante entlang. Bis hier vorne hin, gesperrter Bereich. Wo sagt er das nicht mehr? Oh, das ist ein ganzes Stückchen. Hier verlieren wir leider tatsächlich ein bisschen was an Fläche. Auch hier wieder überlappend gesperrter Bereich. Wo können wir hier rein? Na, auch hier verlieren wir tatsächlich ein bisschen. Aber man muss auch immer bedenken, dass diese Böschung am Rand hier auch noch mitgemacht werden muss. Dementsprechend lieber da. Da sieht das doch gut aus. So, also hier gehen wir. Ja, genau darüber. Und jetzt geht es sogar bis hierhin. Zack, an die Ecke. Und ich würde sagen, das ist schon jetzt die Ecke. Ich lasse das jetzt so. Rechte Maustaste. Oh nee. Also, diese Felsformation ist hier im Weg. Das heißt, so geht das nicht. Letzten Punkt entfernen. Das heißt, ich drücke B.
bin jetzt hier in diesem Bereich. Gesperrter Bereich überlappend. Dann gehen wir jetzt mal hier hin. Anpassung fehlgeschlagen. Aber nur fast. Aber nur fast. Hat er das denn jetzt so halb genommen? Es wurde so ein bisschen, wurde hier umgebaut, aber noch nicht so richtig, ne? Ich gehe noch ein Stückchen weiter rein. Jetzt hat er es genommen. Okay. Also, nicht ganz ideal. Also ein bisschen Fläche hier fehlt links und rechts. Aber gerade hier hinten dieser Bereich ist natürlich jetzt hier deutlich größer geworden. Das heißt, hier haben wir jetzt das Feld. Und immer wieder wichtig, an der Seite, wo wir eben anfangen, da entsteht die Pumpe. Das heißt, ich möchte die Pumpe auch hier vorne haben. Bedeutet, ich fange hier in der Ecke an der Kante. Gehe mal nicht zu nah hier an die Felsen dran. Vermute einfach, dass die dann auch wieder Theater machen, hier die Felsen. Genauso wie hier hinten in dem Bereich. Das ist ja alles hier Area, die komplett voll ist mit Felsen. Hier ist sogar alles noch gesperrt. Das ist ja ein Ding, ne? Bam, jetzt hat's geklappt. Na, 4, 5 Versuche. Also ja, ist manchmal ein bisschen tricky, weil er eben hier die Höhen verändert. Na, das hat ein bisschen was gebracht. Insgesamt nach dahin ein bisschen größer geworden. Hier zu den Felsen hin. Also das lohnt sich nicht so wirklich. Den Bereich hier, das geht ja nicht wegen der Steigung oder der Neigung. Und jetzt haben wir hier den letzten Part. Und ich glaube, ich mache den Wasserhahn. Den machen wir mal. Kann ich den hier überhaupt hinmachen? Ich probiere es mal aus. Alter, auch hier einige Versuche. Gerade hier die Felsen machen halt immer wahnsinnig viel Theater. Aber auch hier deutlich mehr Fläche. Gerade auch nach hier hinten nochmal einiges mehr. Also hier werden wir demnächst deutlich mehr Reis anpflanzen können. Das ist doch schon mal richtig nice. Ja, und hier das Feld ist auch schon nochmal vergrößert worden bis zum Rand hin. Passt auch, ist auch schon ein Reisfeld, also fix und fertig. Und ja, hier kommt dann Soja drauf auf die beiden anderen. Und dann haben wir doch hier einiges erledigt. Also, sieht gut aus. Sieht gut aus mit der Feldvergrößerung. Macht Sinn. Jetzt können wir hier den Pflug, den können wir wieder zurückgeben. Der war ja nur ausgeliehen. Den brauchen wir nicht mehr. Da ist er, der Pflug. Einmal anklicken, zurückgeben. Jawohl. Und dann haben wir das alles erledigt hier. Sehr schön. Ja, jetzt geht es dann demnächst halt komplett wieder in den Reisanbau. Das machen wir dann aber in einem Extra-Teil. Im Moment muss ich sagen, sieht das doch hoppala, sieht das doch ganz gut aus. So können wir hier weiter die Felder jetzt beackern. Jetzt haben wir hier viel neue Fläche. So viel dazu. Wenn es dir gefallen hat, Daumen da lassen, Kanal abonnieren nicht vergessen. Gefällt mir mega. Und dann sehen wir uns im nächsten Video oder mal im Livestream. Bis dahin.